Semantik und Syntax, die Tanzpartner der Sprache. Stellt euch vor, die Sprache wäre ein Tanz. Wörter sind dann unsere einzelnen Schritte und Bewegungen. Und so wie es Regeln und Vorgaben gibt, wie ein Walzer vom Tango zu unterscheiden ist, liegt auch der Sprache ein präzises System zugrunde. Dieses System, das ist der faszinierende Gegenstand von Semantik und Syntax, zwei wissenschaftlichen Disziplinen, die sich wie aufregende Tanzpartner die Hand reichen. Semantik, die Seele der Sprache. Beginnen wir mit der Semantik. Diese Disziplin ist fasziniert von der Bedeutung der Wörter. Habt ihr je darüber nachgedacht, warum Haus nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Buchstaben ist? Vielmehr trägt es eine ganze Welt in sich. Es ruft Bilder auf, Vorstellungen von Schutz, Geborgenheit oder ganz persönlichen Erinnerungen. All das ist Semantik. Sie interessiert sich dafür, wie wir Bedeutungen formen, sie speichern und diese Bedeutungen geschickt miteinander verbinden. Lasst es uns so sehen. Semantik ist die Seele der Sprache, die unsere Worte mit Leben füllt. Syntax, das Rückgrat der Sprache. Jetzt kommt die Syntax ins Spiel. Während die Semantik sich mit dem Was des Gesagten befasst, fragt die Syntax nach dem Wie. Sie beschäftigt sich damit, wie Wörter angeordnet werden, wie sie sich zueinander verhalten. Die Syntax gibt unserer Kommunikation Struktur und verleiht ihr ein regelgeleitetes Rückgrat. Sie ist wie die Choreografie des Sprachtanzes und sorgt dafür, dass unsere Schritte nicht nur Bedeutung tragen, sondern auch als anmutige Figuren erkennbar sind. Wenn die Tanzpartner perfekt harmonieren, denkt nur an den Satz, der Hund beißt den Mann. Semantisch verstehen wir jedes Wort, begreifen die Situation. Doch erst die Syntax macht klar, wer hier Täter und wer Opfer ist. Vertauscht die Wörter zu, den Mann beißt der Hund und die ganze Bedeutung kippt. Es ist diese faszinierende Harmonie von Bedeutung Asemantika und Struktur Syntaxa, die uns erlaubt, Sätze zu bilden, die einen Sinn ergeben. Die Schönheit dabei: das Zusammenspiel ist komplexer, als wir ahnen. Stellt euch vor, das Wort Bank kann ein Sitzmöbel sein, aber auch ein Geldinstitut. Wie wissen wir, was es in einem Satz bedeutet? Hier kommt der Kontext ins Spiel, das Umfeld des Wortes. Die Semantik fragt also nicht nur nach der Wortbedeutung selbst, sondern auch, welche anderen Worte das betrachtete Wort auf seinem Tanzboden umgeben, mehr als nur trockene Regeln. Semantik und Syntax erscheinen vielleicht auf den ersten Blick etwas sperrig. Eine Ansammlung von Regeln, Grammatik halt. Doch es steckt so viel mehr dahinter. Wenn es uns gelingt, das Regelwerk zu verstehen und zu verinnerlichen, dann eröffnen sich uns ungeahnte sprachliche Möglichkeiten. Wir können nuanciert kommunizieren, komplexe Gedankengebäude errichten, präzise und gleichzeitig bildhaft schreiben. Ein Beispiel: Der Satz „Die Sonne verschwindet“ ist korrekt, aber nicht sonderlich kreativ. Semantik inspiriert uns hingegen, Sonne als ein lebendiges Wesen zu begreifen, zu personifizieren. Syntax erlaubt uns nun, das Verb zu verändern. Und siehe da, die Sonne versank. Plötzlich entsteht ein Kopfkino. Wir sehen das glühende Gestirn fast, wie es im Meer ertrinkt. Ein Universum wartet darauf, entdeckt zu werden. Mit dem Blick für Semantik und Syntax verwandelt sich die Sprache in ein Spielfeld, auf dem wir Wörter und Sätze nach Belieben tanzen lassen können. Wir können Emotionen durch Wortwahl erzeugen, durch Satzrhythmus Bilder im Kopf unserer Leser entstehen lassen oder durch raffinierte Bedeutung Verbindungen überraschen. Das ist die Macht der Sprache und ihr Schlüssel liegt in der Kombination aus Semantik und Syntax. Wenn ihr also das Gefühl habt, schon ein recht guter Sprachtänzer zu sein, dann lade ich euch ein, die Tiefen von Semantik und Syntax zu erkunden. Dieses Universum zu entdecken, verspricht nicht nur jede Menge Aha-Momente, sondern macht aus euch regelrechte Meister des sprachlichen Ausdrucks. Um auf dem Laufenden zu bleiben und weitere spannende Einblicke zu bekommen, abonniert gern unseren Kanal.